Es ist das wohl erfolgreichste Gentechnikunternehmen Europas, Kia Gen bei Düsseldorf. Und das ist der Gründer, Metin Colpan. Man ist ja dann erst Erfinder, dann wird man zu einem Unternehmer und dann zum immer größeren Unternehmer. Da gehört Glück dazu, da gehört Beharrlichkeit dazu, Ehrgeiz. Ja. In fast allen Gentechniklabors der Welt wird heute mit Metin Colpans Methode gearbeitet. Ich hatte eine klare Vorstellung, dass ich Chemie studieren möchte, schon sehr früh, um dann einfach Erfindungen machen zu können. Seine Erfindung, die einfachste und schnellste Methode, um genetische Informationen freizulegen. Sie ist der erste Schritt, um überhaupt an Genen forschen zu können und lässt sich auf die unterschiedlichsten Organismen anpassen. Beispielsweise kann mit Colpans Methode die genetische Ausstattung von allen bekannten Viren isoliert werden. Die Methode ist universell einsetzbar und sie funktioniert auch bei neu auftretenden Viren, wie bei SARS-CoV-2, dem Coronavirus, das seit 2019 die weltweite Pandemie ausgelöst hat. Von den Virus-Isolationsprodukten haben wir im 2019 gegen Ende des Jahres etwa 400.000 Einheiten pro Monat produziert. Jetzt produzieren wir fast 20 Millionen Einheiten pro Monat, weil einfach viel, viel mehr Tests gemacht werden. Und ein Thema ist ja, was einige Virologen sagen, testen, 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 testen. Ja? Wenn man nicht weiß, wer infiziert ist, kann man das auch nicht eindämmen. Virologen brauchen für ihre Tests reine Nukleinsäuren aus dem Erreger. Die liefert Colpan. Unsere Probenvorbereitung wird auch von der WHO als Standardmethode empfohlen. Die Erbinformation eines Coronavirus ist in seiner RNA gespeichert, der Ribonukleinsäure. Auch die DNA, die berühmte Doppelhelix, in der die genetischen Informationen von den meisten Lebewesen liegen, ist eine Nukleinsäure. Nukleinsäuren unterscheiden sich in Gewicht, Größe und Form. Wissenschaftler benötigen sehr fein gesäuberte und aufbereitete Nukleinsäuren, um sie prüfen zu können. Als junger Wissenschaftler hatte Metin Colpan selbst an einem Virus gearbeitet. Das Thema der Doktorarbeit war, ein Pflanzenvirus zu isolieren, um damit eine Röntgenstrukturanalyse zu machen. Und ich habe mir ausgerechnet, ich brauche 10 Tonnen Pflanzen, Tomatenpflanzen oder Tomatenblätter. Und das würde etwa 5 Jahre dauern, diese Menge an Nukleinsäure zu isolieren. Viel zu lange für den ehrgeizigen Wissenschaftler. Um das Virus schneller zu isolieren, sollte ihm ein positiv geladenes Siliziumgel helfen und die negativ geladenen Enden der Nukleinsäuremoleküle festhalten. Doch die Moleküle waren zu groß, um sie fest am Gel zu binden. Mit den damals erhältlichen Materialien war das nicht möglich, aber ich habe dann gesagt, okay, also muss ich ein neues Material synthetisieren. Das war dann auf Silicagel-Basis mit großen Poren, wo die Oberfläche speziell modifiziert wurde, um Nukleinsäuren zu binden. Er passt die Größe der Poren im Siliziumgel der Größe der Moleküle an und verstärkt zudem chemisch die Bindungsfähigkeit des Gels. Damit kettet er sozusagen die gesuchten Nukleinsäuremoleküle in den Poren an. Alle anderen Moleküle und Stoffe werden ausgespült und zurück bleiben nur die gesuchten Moleküle. Die gängigen Verfahren waren sehr viele Zentrifugationsschritte und relativ unangenehm anzuwendende Chemikalien. Und die Zeit dauerte zwischen einem Tag bis zu 3 Tagen. Ja, mein Verfahren hat die Zeit reduziert auf etwa 1 Stunde bis 2 Stunden, je nachdem. Und hat vor allen Dingen keine toxischen Reagenzien verbraucht. Im letzten Schritt spült Metin Colpan die gesuchten Nukleinsäuremoleküle mit einer Lösung aus dem Siliziumgel. Tropfen für Tropfen. Das Verfahren funktioniert bei allen Arten von Nukleinsäuren, einschließlich der DNA, der genetischen Ausstattung fast aller Lebewesen. 1982, noch als Student, erkennt Metin Colpan das Potenzial seines Verfahrens und lässt es patentieren. Seine Patente aus dem Labor sind der Grundstock.
Für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Erfindungen kämpft der Unternehmer Kolpan. Die große Überwindung war für mich eigentlich, als Verkäufer von Labor zu gehen. Das ist etwas, was man als Wissenschaftler nicht unbedingt einem liegt. 2 Jahre später gelingt es ihm und seinem Partner, einen amerikanischen Risikokapitalgeber zu überzeugen. Und nach einer Stunde am Flughafen Frankfurt hat er uns die Zusage gegeben, $3 Millionen zu investieren, wenn wir noch weitere $3 Millionen auftreiben. Und das ist diese Zusage, die der Beginn der Finanzierung von QIAGEN war. Mit der blauen Box kommt der wirtschaftliche Erfolg. Sie wird zum Markenzeichen. Die sogenannten Kits, in denen alle nötigen Chemikalien und Gerätschaften steril an die Labors geliefert werden, sind die Idee von Metin Kolpan. Mit seiner Erfindung gelingt es ihm, seine Firma 1996 an die amerikanische Nasdaq-Börse zu bringen, als erstes deutsches Unternehmen überhaupt. An allen Menschen laufen Gelegenheiten und Möglichkeiten vorbei. Einige wenige halten fest. Und wenn es dann stürmisch wird, lassen sie los und die ganz Beharrlichen, die werden dann erfolgreich. Angefangen hatte alles mit der Isolierung eines Pflanzenvirus. Heute werden die Kits von QIAGEN überall eingesetzt, bei Vaterschaftstests oder in der Forensik. Aber auch bei der Diagnose von allen Viruskrankheiten und der Analyse von Tumorzellen und anderen genetischen Mutationen. Metin Kolpan hat heute ein neues Feld der Betätigung gefunden, für das er seine Beharrlichkeit und seinen Ehrgeiz braucht. Ich investiere oder unterstütze junge Wissenschaftler in ihrer Arbeit, wenn sie eine gewisse Idee verfolgen. Das ist das eine Konzept. Und das andere ist die Zusammenarbeit mit Schulen, wo talentierte Schüler nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ihr Talent auszunutzen oder auch nicht die Unterstützung vom Elternhaus bekommen. Metin Kolpan. Eine Erfolgsgeschichte als Wissenschaftler, Erfinder, Unternehmer. Und jetzt auch als Mäzen.